Heute werden wir über etwas sprechen, das Sie Ihre Eltern viel mehr schätzen lassen wird. Du denkst, deine Kindheit war hart? Nun, nach diesem Video wirst du deine Meinung vielleicht ändern. Im Tierreich passieren Dinge, die so schockierend sind, dass dir die Haare zu Berge stehen. Lernen wir die schlimmsten Eltern in der Wildnis kennen. Beginnen wir mit einer wahren Horrorgeschichte aus der Tierwelt. Stell dir vor, du wachst in einem dunklen Raum voller Geschwister auf. Klingt wie der Anfang eines Familienfilms? Nicht einmal annähernd. Willkommen in der Gebärmutter eines Sandtigerhais, wo die Hungerspiele im wahren Leben stattfinden. Bei einigen Haiarten fangen die Embryos an, sich gegenseitig zu fressen, bevor sie überhaupt geboren sind. Jede Gebärmutter kann bis zu 20 Embryonen aufnehmen, und alles beginnt friedlich. Die winzigen Haie entwickeln sich in aller Ruhe, bis ihnen die Zähne wachsen. Dann beginnt der wahre Horror, sie beginnen, sich im Inneren ihrer Mutter gegenseitig zu jagen. Dieses Phänomen wird als intrauteriner Kannibalismus bezeichnet. Aus jeder Gebärmutter wird nur ein Haibaby geboren, das stärkste und aggressivste, das alle seine Geschwister besiegt. Kein Wunder, dass Haie so wild sind, es liegt ihnen buchstäblich von Anfang an im Blut. Und jetzt kommt das Überraschende, die Mutter greift überhaupt nicht ein. Für sie ist das völlig normal. Die Natur hat dieses brutale System geschaffen, um sicherzustellen, dass sich nur die stärksten Nachkommen mit den besten Überlebenschancen in der rauen Unterwasserwelt behaupten können. Laubfrösche legen ihre Eier auf Blättern über dem Wasser ab. Das klingt nach einer cleveren Idee, aber sie machen das so nachlässig, dass die Blätter oft nicht fest genug gefaltet sind und die Eier einfach ins Wasser fallen. Die Kaulquappen, die es schaffen, auf den Blättern zu schlüpfen, fallen oft vorzeitig ins Wasser und sterben. Stellen Sie sich einen Bauunternehmer vor, der seine Arbeit so schlecht macht, dass die Hälfte der Bewohner aus dem Fenster fällt. So sind Laubfrösche im Grunde genommen als Eltern. Strauße legen ihre Eier in ein gemeinsames Nest, das bis zu 60 Eier von verschiedenen Weibchen enthalten kann. Aber nur ein Weibchen, das als letztes sein Ei gelegt hat, setzt sich auf diese. Oft legt sie die Eier so nachlässig, dass einige außerhalb des Nestes landen, wo sie schnell von Raubtieren gefressen werden. Wenn sie spürt, dass zu viele Raubtiere in der Nähe sind, kann es sein, dass sie das gesamte Nest verlässt und wegläuft. Das ist die Straußenstrategie für sie. Albatros-Eltern haben eine extrem harte Fütterungsstrategie für ihre Küken. Sie gehen mehrere Tage lang auf Nahrungssuche und lassen ihre Küken hungrig zurück. Wenn sie zurückkommen, zwingen sie die Küken, eine riesige Menge auf einmal zu essen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Woche lang gehungert und müssten dann auf einen Schlag eine ganze Woche lang fressen. Viele Küken kommen mit dieser extremen Fütterungsmethode nicht zurecht und sterben. Jeder weiß, dass weibliche Gottesanbeterinnen ihre Partner während der Paarung auffressen, aber ihre mütterlichen Instinkte sind auch nicht viel besser. Ein Gottesanbeterinnenweibchen legt bis zu 400 Eier in einer schaumigen Kapsel ab, die an der Luft aushärtet. Klingt beschützend, oder? Abwarten. Wenn die Larven schlüpfen, bricht das Chaos aus. Die Mutter füttert ihre Babys nicht und beginnt vielleicht sogar, sie selbst zu fressen. Die überlebenden Larven praktizieren untereinander Kannibalismus. Es ist wie eine Familientradition, die Mutter frisst den Vater, dann die Kinder, während die Kinder sich gegenseitig auffressen. Tasmanische Teufel sind nicht nur Zeichentrickfiguren, sie sind echte Tiere mit dem stärksten Biss im Verhältnis zur Körpergröße unter den Säugetieren. Aber ihre Erziehungsmethoden sind sogar noch schockierender. Wenn ein tasmanischer Teufel ein Weibchen zur Welt bringt, kommen etwa 50 winzige Babys zur Welt, jedes so groß wie ein Reiskorn. Klingt nach einer guten Nachricht, oder? Aber es gibt ein Problem, die Mutter hat nur 4 Brustwarzen. Hier gibt es keine Regeln oder Wendungen, nur das Gesetz des Dschungels. Die ersten 4 Babys, die sich an einer Brustwarze festsaugen, haben eine Chance zu leben. Die anderen 46 sind zum Verhungern verurteilt. Die Natur hat beschlossen, dass die natürliche Auslese bei diesen Beuteltieren so funktionieren soll. Die überlebenden Babys bleiben etwa 8 Monate lang bei ihrer Mutter und werden genauso wild wie ihre Eltern. Diese brutale Auslese in den ersten Momenten des Lebens könnte erklären, warum die tasmanischen Teufel so aggressiv werden. Auf den ersten Blick scheinen Flusspferde fürsorgliche Eltern zu sein.
Weibliche Flusspferde bringen alle 2 Jahre ein Kalb zur Welt und sind sehr beschützend. Flusspferdmütter wehren sich gegen jedes Raubtier, egal ob es sich um ein Krokodil oder ein Löwenrudel handelt. Die Kälber werden schwimmfähig geboren, brauchen aber dennoch Schutz, da sie nur 50 Kilogramm wiegen, etwa so viel wie ein großer Hund. Das Paradoxe ist jedoch, dass die größte Bedrohung für Flusspferdbabys nicht von Raubtieren ausgeht, sondern von ihren eigenen Artgenossen. Forscher haben Fälle dokumentiert, in denen dominante männliche Flusspferde Neugeborene angegriffen und getötet haben, insbesondere männliche. Im Jahr 2019 hielt der Fotograf Adrian Hirschi einen schockierenden Moment fest, als ein riesiges Männchen ein neugeborenes Kalb packte, während die Mutter hilflos zusah. Manchmal greifen mehrere erwachsene Tiere ein einziges Kalb an, sodass es kaum eine Überlebenschance hat. Warum passiert so etwas? Wissenschaftler glauben, dass es sich um eine Form der Populationskontrolle handelt. Flusspferde wissen, dass in Dürreperioden die Wasservorräte schrumpfen, was zu einem Wettbewerb um die Ressourcen führt. Dies ist eine brutale, aber wirksame Methode zur Kontrolle ihrer Bestände. Wenn wir an Delfine denken, stellen wir uns normalerweise unglaublich freundliche, intelligente und verspielte Tiere vor. Doch im Jahr 2013 wurden Forscher Zeuge eines Ereignisses, das dieses Bild erschütterte. Zum ersten Mal hielten sie die Geburt eines wilden großen Tümmlers auf Video fest, ein aufregender Moment. Doch die Freude schlug schnell in Entsetzen um. Nur 2 Minuten nach der Geburt versuchten 2 erwachsene Männchen, das neugeborene Kalb zu ertränken. Jedes Mal, wenn die Mutter ihr Baby an die Oberfläche hob, um Luft zu holen, zogen die Männchen es wieder unter Wasser. Dieses grausame Spiel dauerte etwa 30 Minuten. Selbst als die Versuche, das Kalb zu ertränken, aufhörten, blieben die Männchen noch 2,5 Stunden lang in der Nähe, verhielten sich aggressiv und gaben bedrohliche Laute von sich. Warum tun Delfine so etwas? Wissenschaftler glauben, dass es eine Fortpflanzungsstrategie ist. Wenn ein Weibchen sein Kalb verliert, ist es in ein paar Monaten wieder paarungsbereit. Aber wenn das Kalb überlebt, braucht sie mehrere Jahre, um es aufzuziehen. Es stellt sich heraus, dass diese scheinbar sanftmütigen Delfine der gleichen Logik folgen wie wilde Löwen, die Junge töten, die nicht zu ihnen gehören. Kommen wir nun zu den berüchtigtsten schlechten Müttern in der Tierwelt, den Kuckucken. Diese Vögel haben eine brillante, wenn auch heimtückische Methode entwickelt, um sich vor den Elternpflichten zu drücken. Wenn ein Weibchen bereit ist, ein Ei zu legen, sucht es sich das Nest eines kleineren Vogels und wartet auf den richtigen Moment. Sobald die Nestbesitzer das Nest verlassen, schlägt der Kuckuck zu, er verschluckt eines der Eier des Wirts und legt sein eigenes an dessen Stelle. Das nennt man Brutparasitismus und der Kuckuck hat ihn perfektioniert. Aber der schockierendste Teil kommt, nachdem das Kuckucksküken geschlüpft ist. Dieses winzige Monster schlüpft vor seinen Pflegegeschwistern und beginnt sofort, die anderen Eier aus dem Nest zu drängen. Stellen Sie sich ein blindes, hilfloses Küken vor, das sich methodisch seiner Konkurrenz entledigt. Währenddessen füttern die Pflegeeltern, die viel kleiner sind als ihr adoptiertes Küken, es weiter, ohne zu wissen, dass sie das Kind eines anderen aufziehen. Einige Vogelarten haben gelernt, Kuckuckser zu erkennen und sie aus dem Nest zu werfen, aber die meisten bleiben Opfer dieses natürlichen Betrugs. Hamster mögen mit ihren rosafarbenen, haarlosen Babys wie niedliche kleine Kreaturen wirken. Aber sagen Sie nicht zu schnell Awau. Hamster sind dafür berüchtigt, ihre eigenen Jungen zu essen. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein Wurf kann bis zu 20 Babys haben, und manchmal beschließt die Mutter, dass das zu viele Mäuler sind, die sie stopfen muss. Die Gründe für dieses Verhalten sind unterschiedlich. Manchmal ist die Mutter nach der Geburt zu erschöpft und braucht Nährstoffe. In anderen Fällen ist Stress schuld, wenn sich die Mutter unwohl fühlt oder Angst hat, könnte sie beschließen, dass es einfacher ist, ihre Babys zu fressen, als sie zu schützen. Tierhaltern wird empfohlen, eine ruhige Umgebung zu schaffen und trächtige Hamster gut zu ernähren, aber selbst das ist keine Garantie dafür, dass der Mutterinstinkt über kannibalische Tendenzen siegt. Kommen wir nun zu einem Tier, von dem man nicht erwarten würde, dass es sich so listig verhält: Pferde. Die Trächtigkeit einer Stute dauert 340 Tage, das sind über 11 Monate. Aber anstatt ihr Fohlen friedlich auszutragen, zieht die Stute eine ziemliche Show ab.
Sobald sie trächtig ist, fängt sie an, mit jedem Hengst in der Herde zu flirten. Und warum? Das alles ist Teil einer cleveren Überlebensstrategie. Männliche Pferde sind für ihre Rücksichtslosigkeit bekannt. Wenn sie einem Fohlen begegnen, von dem sie wissen, dass es nicht ihres ist, töten sie es ohne zu zögern. Deshalb paart sich die Stute mit verschiedenen Hengsten, um die Illusion zu erzeugen, dass jeder von ihnen der Vater sein könnte. Auf diese Weise kann kein Hengst sicher sein, dass das neugeborene Fohlen nicht von ihm ist, was die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs verringert. Wenn diese Strategie nicht funktioniert, haben Stuten einen Ausweichplan. Sie können ihre Schwangerschaft sogar abbrechen, wenn sie spüren, dass das Fohlen nach der Geburt in Gefahr sein wird. Trotz ihres niedlichen Aussehens gehören Pandas zu den wählerischsten Eltern im Tierreich, und das nicht auf eine gute Art. Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein neugeborenes Panda-Junges ist so winzig, dass es 900 Mal weniger wiegt als seine Mutter. Es ist völlig hilflos, blind, haarlos und etwa so groß wie eine Maus. Pandas bringen oft Zwillinge zur Welt, und das ist der Punkt, an dem das Herz gebrochen wird. Die Mutter wählt fast immer einen Favoriten aus, das stärkere Jungtier, und ignoriert das andere völlig. In freier Wildbahn ist dies im Grunde ein Todesurteil. Warum tun Pandas das? Das liegt vor allem an ihrer besonderen Ernährung. Bambus, ihre Hauptnahrungsquelle, ist so nährstoffarm, dass die Mütter selten genug Milch für 2 Jungtiere produzieren. Außerdem müssen sie ihr Junges ständig festhalten, um es warm zu halten und ihm beim Fressen zu helfen. Es gibt einfach nicht genug Energie für 2. Glücklicherweise haben die Zoos gelernt, wie man die verstoßenen Jungtiere retten kann, indem man die Zwillinge regelmäßig austauscht und der Mutter vorgaukelt, dass sie sich nur um eines kümmert. Komodowarane sind mit einer Länge von bis zu 3 Metern und einem Gewicht von über 130 Kilogramm die größten Echsen der Welt. Aber ihr Familienleben ist noch erstaunlicher als ihre Größe. Wenn ein weiblicher Komodowaran bereit ist, sich fortzupflanzen, lockt er die Männchen mit dem Geruch seines Kots an. Romantisch, oder? Nach der Paarung legt sie etwa 30 Eier und bewacht das Nest sogar ein wenig. Aber sobald die Jungen schlüpfen, endet ihre Liebe. Die Babys müssen sofort auf Bäume klettern, sonst werden sie von erwachsenen Komodos gefressen, auch von ihrer eigenen Mutter. Und wenn keine Männchen für die Paarung in der Nähe sind, wird es sogar noch seltsamer: Die Weibchen können sich mit ihren eigenen Söhnen fortpflanzen. Es scheint, dass diese Reptilien keine Grenzen kennen. Jedes Jahr findet auf der Weihnachtsinsel eine unglaubliche Wanderung von 50 Millionen roten Krabben statt. Die Krabbenweibchen legen jeweils bis zu 100.000 Eier, was schon beeindruckend klingt. Doch das eigentliche Drama beginnt, wenn sich diese Eier in winzige Krabben verwandeln. Die Babys treiben den ersten Monat im Meer, bevor sie an die Küste zurückkehren. Dann beginnt das wahre Grauen. Ausgewachsene Krabben, darunter auch trächtige Weibchen, fressen die winzigen Krabben, als wären sie Popcorn. Die Mütter können sogar ihre eigenen Babys fressen, wenn sie ihnen über den Weg laufen. Studien haben gezeigt, dass Krabben keinen Unterschied zwischen ihrem eigenen Nachwuchs und dem von anderen machen, für sie ist alles nur eine leichte Mahlzeit. Auf den ersten Blick scheinen Bärenmütter hingebungsvolle Eltern zu sein, die ihre Jungen leidenschaftlich beschützen. Aber männliche Bären sind eine ganz andere Geschichte. Sie jagen häufig Bärenjunge, vor allem solche, die nicht ihre eigenen sind. Der Grund dafür ist derselbe wie bei vielen anderen Tieren: Eine Bärin kann sich nicht erneut paaren, während sie ihre Jungen aufzieht. Indem das Männchen nicht verwandte Junge tötet, beschleunigt es den Fortpflanzungsprozess. Deshalb verteidigen Bärenmütter ihre Jungen so aggressiv, nicht nur gegen andere Raubtiere, sondern auch gegen Männchen ihrer eigenen Artikel. Die Geschichte der Kraken ist ebenso einzigartig wie tragisch. Ein Krakenweibchen legt Tausende von Eiern und verbringt dann die nächsten 5 Monate damit, sie zu bewachen. Während dieser Zeit verlässt sie das Nest nicht, jagt nicht und isst nicht. Außerdem reinigt sie die Eier ständig und sorgt dafür, dass sie mit Sauerstoff versorgt werden, indem sie Wasser über sie bläst. Klingt wie ein Märchen von selbstloser Mutterschaft? Doch der Haken an der Sache ist, dass die Mutter an Erschöpfung stirbt, sobald die Jungen geschlüpft sind. Ungeschützt werden die meisten Babykraken innerhalb weniger Tage nach dem Schlüpfen von Raubtieren gefressen.
Das bedeutet, dass die Mutter buchstäblich ihr Leben gibt, damit wenigstens ein paar ihrer Nachkommen überleben können. Diese Beispiele zeigen, dass die elterliche Liebe in der Natur die unerwartetsten Formen annehmen kann. Manchmal ist das, was wie unglaubliche Grausamkeit erscheint, einfach nur ein Mittel, um das Überleben einer Art unter harten natürlichen Bedingungen zu sichern.